Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Und heute will ich mit euch mal eine akkubetriebene Regenfasspumpe auspacken, zusammenbauen und testen. Das ganze Ding hat mich gekostet 59,80 bei Amazon. Und zu meiner Überraschung war hier noch einmal Schlauch dabei. 20 Meter mit einer Düse. Echt nice. Hatte ich schon erwähnt, warum ich mir diese Regenfasspumpe gekauft habe. Weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mit dieser Gießkanne hier ständig rumzulatschen zu dem Fass und wieder zurück. Und dieses Teil hier soll jetzt mein Leben etwas leichter machen. Ich würde sagen, kommt mal ein bisschen näher, dann packen wir das Ganze mal aus. Und deswegen sage ich, auf geht's. Okay. Einmal öffnen hier. So, und da haben wir auch schon was zum Lesen mit dabei. Gummidichtung, Service International und eine Bedienungsanleitung. Natürlich auch in Deutsch. So soll es dann aussehen. Dann haben wir jetzt hier ein kleines Kästchen. Und hier haben wir auch das Netzteil zum Laden des Akkus. Und in dieser schönen Verpackung wird sich dann auch der Akku befinden. Dem ist auch so, ist ein ziemlich kleiner Akku. 12 Volt, 2 Ampere, 24 Wattstunden. Ach, ich habe noch gar nicht erwähnt, was das für eine Typenbezeichnung hier ist. RFP 1220104 Q9 von Güde, noch nie gehört, aber wir lassen uns überraschen. So, gut, das war jetzt der Akku also. Eine Klemme für das Regenfass, um die Pumpe da auch fest zu montieren. Ein Erweiterungsrohr, dann die Pumpe selbst, Open Close. Okay. Mit einem Filter. So. Und dann haben wir natürlich noch den Stab mit Anschluss für den Schlauch. Und hier haben wir dann auch noch das Bedienelement mit Akkuanzeige und Ein- und Ausschalter. Cool. Ich würde sagen, ich baue das mal zusammen. Dann hängen wir das ganze Ding mal ins Wasser. Okay, fertig zusammengebaut. Jetzt stecken wir das in die Tonne. Das ganze Rohr lässt sich hier auf eine Höhe ausfahren von bis zu fast 1 Meter. Wow, bis fast zu 1 Meter. Und laut Datenblatt schafft die Pumpe eine Steigung von 11 Metern. Gucken wir mal, wie viel ich brauche jetzt für das Fass. Und versenken wir das Teil mal. Ja, ich denke mal, ich kann noch ein bisschen runter. Ich schaffe das nicht ganz so bis zum Rand. Ich habe das mal locker geschraubt und drücke das jetzt einfach mal runter hier. Jo. Okay. Wieder festmachen. So. So, theoretisch würde jetzt hier noch die Befestigung dran kommen, damit die Pumpe hier auch stabil in dem Behälter sitzt und nicht wackeln kann. Vorausgesetzt, das geht natürlich. Mein Regenfass hat hier so einen Überstand. Ich weiß gar nicht, ob die Schraube so lang ist. Das passt gar nicht. Die Schraube ist jetzt hier nicht ganz lang genug, da müsste ich noch was dahinter klemmen. Aber so ungefähr soll das dann sein und dann soll das dann bombenfest sein. So, ich habe mir jetzt mal hier mit so einem kleinen Stück Holz hier geholfen. Aber so richtig hält das auch nicht. Davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich die Pumpe so nach hinten dann hängen werde.
Aber jetzt hier mal zu Demonstrationszwecken, ne, muss das jetzt so gehen. Ich würde sagen, wir setzen jetzt mal den Akku ein und hoffen mal, dass wir ein bisschen Saft drauf haben. Zack. Ich werde jetzt mal hier den Hahn zumachen. Und wir schalten mal ein. Oh. Jetzt denke ich, werden wir mal den Schlauch auspacken, den Schlauch dranhängen und gucken mal, wie viel Power dann die Pumpe hat hier und ob das reicht hier, um meinen kleinen Hof zu bewässern. Wir testen das jetzt mal, wir schalten an. Der muss also jetzt erstmal das Wasser durch 20 Meter Schlauch pumpen. Und da gucken wir mal, wie viel Druck wir hier drauf haben. Sie läuft. Natürlich muss ich jetzt hier wieder den Hahn öffnen. Oh, es kommt schon was. Okay, habt ihr gesehen? Also ist gar nicht mal so schlecht. Meine Kaffeetasse ist jetzt auch nass. Okay, alles erstmal in Sicherheit gebracht. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, ob der irgendwann mal abschaltet, wenn man jetzt eine ganze Zeit lang nicht Wasser spritzt, damit der Akku nicht leer geht, weil die pumpt und pumpt und pumpt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier hört. Okay, ich würde sagen, gucken wir mal. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gesehen habt, aber ich denke mal zum Gießen, was weiß ich, um den Rasen mal zu sprengen oder hinten das Gras zu gießen oder Blumen, ist der Druck völlig ausreichend. Völlig. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie lange hält der Akku? Muss man den andauernd, wenn man jetzt, was weiß ich, zig Quadratmeter bewässert, nach einer Stunde dann schon den laden oder nicht? Ich werde jetzt erstmal voll machen und dann werde ich den ganzen Hof hier mal ein bisschen besprenkeln. Heute Abend, jetzt nicht, jetzt viel zu heiß, aber dunstet das Wasser wieder. Und bis dahin, ja, würde ich sagen, trinken wir noch ein, zwei Käffchen und bis gleich. Okay. Der Akku ist jetzt aufgeladen. Im Übrigen bei dem Netzteil haben wir hier eine LED. Die leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird und grün, wenn er voll ist. Jetzt heißt das also Akku einsetzen und da werde ich mal die Rasenfläche hier auf dem Hof ein bisschen wässern. Ich werde dazu die Zeit stoppen. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie viele Quadratmeter das sind, aber es ist ja egal. Mir geht es jetzt darum, mal so einen kleinen Wert hier rauszuhauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, 10 Minuten jetzt leicht den Rasen sprenge, wie viel Akku bzw. wie viel Strom er verbraucht. Und ja, deswegen, ich würde sagen, auf geht's! So, fertig. Jetzt gucke ich mal auf die Zeit. Okay, ich habe jetzt 8 Minuten und 32 den Rasen gesprengt und mein China-Gras ein bisschen gegossen.
Und ihr hört die Pumpe noch arbeiten. Ich habe die Pumpe jetzt auch nicht ausgemacht, damit wir auch mal gucken können, wie jetzt der Verbrauch ist. Und tada! Der Akku wird noch mit 100% hier angegeben. Also nicht schlecht. Ich mache jetzt mal das Gesumme aus hier. So, jetzt gucken wir nochmal nach dem Wasserstand hier in der Regentonne. Ich mag da gar nicht reingucken. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpulvert jetzt bei dem Test. Und naja, geht ja. Also der Wasserstand war bis hier oben. Ich kann ja jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel Liter ich jetzt hier verbraucht habe. Auf alle Fälle passt hier so einiges rein. Auf jeden Fall ist diese Pumpe hier eine tolle Alternative zum Gießkannenschleppen. Und wer das auch nicht gerne macht, der ist mit dieser Akku-Regenfasspumpe gut bedient. Hier Güde RFP 1220104. Link habe ich in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, wer da nicht mal einen passenden Schlauch dazu hat, hier in dem Bundle, was ich mir hier gekauft habe, was ja, sagen wir mal 60 Euro gekostet hat, nimmt noch 20 Meter Schlauch mit dabei. Also warum nicht? Wo ihr darauf achten müsst, ist, der Akku lädt echt langsam. Ihr habt ja gesehen, beim ersten Mal stand die Akkuanzeige bei 75%. Das heißt, ein Viertel von dem Akku war schon weg. Und dieses Viertel, das hat mindestens 2 Stunden gedauert, bis der Akku dann voll war. Das heißt, wenn er ganz unten ist, der Akku irgendwann mal, jo, am besten über Nacht laden, wenn ihr die nicht braucht. Oder bei schlechtem Wetter, wenn ihr sowieso nicht gießen müsst. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt hier gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage erstmal Leute, macht's gut und ciao.